Die Bildqualität des Dias ist schlecht und ich kann nicht fotografieren, also da kommen dann zwei Sachen zusammen, die das nicht unbedingt zur Wonne werden lassen. Hier Vohenstrauß, ein Heimatmuseum, eben aus diesen 91er Jahren. Das ist eine Posthalteruniform. Als man die Vitrine aufgemacht hat, sah das alles noch ganz passabel aus. Man hat aber allerdings die Motteneier schon links und rechts angedeutet gesehen und wie man die dann das Revers zur Seite geklappt hat, dann kam das hier zutage. Und das war eben Anlass zu dieser Inertbegasung, die es damals noch gar nicht gab. Da gab es nur Versuche von einem gewissen Ungar aus Ostberlin, der also da experimentiert hat. Und wir haben das übernommen, beziehungsweise Henning, du hast großen Druck auf mich ausgeübt, dieses Verfahren in größerem Stil umzusetzen. Und es war dann auch über 20 Jahre unser Medium, weil im Gegensatz zu den Begasungen, die vorher stattgefunden haben mit Ethylenoxid und Methylbromid, ist eben mit inerten Gasen keinerlei Gefahr für irgendwie Leib und Leben von Museumsmitarbeitern oder von Leuten, die also irgendwie in dem Gebäude gewohnt haben oder in der Nähe waren, ausgegangen. Ein wunderbares Verfahren. Sie wissen alle, dass das jetzt erstmal storniert worden ist bis 2024. Es ist also ein bisschen schwierig mit der EU. Ich will das nicht, es geht ja jetzt hier nicht um rein die Inertbegasung, sondern nur, dass das halt Bestandteil unserer Arbeit war. Im Depot ist eben das deswegen sinnvoll, weil wir brauchen stabile klimatische Verhältnisse. Sie sehen hier eben die berühmte Farbscholle, die sich aufgrund unzureichender Lagerung, sei es nun im feuchten Kirchenschiff oder im feuchten Depot, einfach mal bildet. Und deswegen geht es beim Depot halt um stabile Klimata. Aber es geht im Depot auch darum, die Dinge so zu behandeln, dass sie vernünftig gelagert werden können. Hier haben Sie eine Abbildung, wo also eine Künstlersammlung, ein Künstlernachlass aus Papier mal notdürftig konserviert worden ist. Das nächste ist dann eben auch historische Bilder oder grafische Blätter, die in säurefreie Aktendeckel eingelegt werden. Die kann man dann in solche Schachteln von Monochrom verpacken, in Flügeltürschränke oder, geht genauso, in Planschränke mit Seitenpapier verpackt. Wichtig ist bei diesen ganzen Aktionen immer, dass nicht nur verpackt wird und nicht nur die Räumlichkeiten in Ordnung sind, sondern dass gleichzeitig auch das Klima stimmt. Aber dazu mehr. Nochmal zurück zu Vohenstrauß, da haben wir dann also den Schrank aufgemacht, da hingen dann die Textilien so drin, das war durchaus gängige Praxis in all den Museen und unten in dem Schrank sah es dann so aus und die Inventarisierungsnummern sind mit Klebeetiketten aufgebracht worden und die sind natürlich abgefallen, also die Textilien waren nicht mehr zu identifizieren. Da gibt es bessere Methoden, das ist hier Rostal eine aktuelle Maßnahme, ein Heimatmuseum mit einem brillanten Bestand in der Nähe von Nürnberg gelegen und so sah es vor kurzem noch in deren Dachboden aus, also schon irgendwie sorgfältiger Umgang mit wirklich einer fantastischen Textilsammlung. Und dann das übliche Foto in der Presse, wo also Museumsleiterin und in dem Fall dann der Bezirk Reklame für ihre Maßnahmen gemacht haben. Und es geht also darum, dass eine Anita und Norbert Nagel, die Museumsleiter waren, die haben mich also dann durch mehrfaches Nerven dazu bewegt, so eine Maßnahme loszutreten. Betreut hat es die Frau Weber vom Bezirk, brillant, und das Konservatorische hat die Magdalena Fehrenkotte erfüllt. Und sie haben also zu Beginn 2500 Objekte gehabt und man hat durch sorgfältiges Prüfen, Aussondern das auf 1400 Objekte reduziert.
Ich muss allerdings doch jetzt irgendwo an irgendeinem Punkt mal meinem Vorredner widersprechen. Wir arbeiten hier nicht mit Plunder. Also das ist wirklich tolles Kulturgut, was eben sozusagen Alltagskultur ist und was sich woanders nicht erhalten hat. Und deswegen sind diese Dinge durchaus bewahrenswert und schätzenswert. Es wurden gleichzeitig Fotos erstellt. Sie wurden alle diese Textilien in Vino sauber erfasst. Sie lesen es ja selber, 12 Mitarbeiter waren da fast ein ganzes Jahr in der Corona-Zeit beschäftigt, das alles zu verpacken. Also ein enormer Arbeitsaufwand. Das Ergebnis sieht dann so aus, also nicht mehr, wie Sie es gesehen haben, einfach so auf Kleiderbügeln, sondern es ist alles in säurefreien Kartons. Sie sehen es an den Schuhen auch, was das für eine Qualität ist, und das Museum kann damit umgehen. Es kann natürlich auch jederzeit dieser Bestand nun an anderer Stelle gelagert werden. Jetzt ist der Bestand handhabbar. Vorher war es alles ein bisschen schwierig und dem Verfall preisgegeben. Ist fast getretener Quark. Das nächste Museum, selbe Maßnahme mit der Frau Jauernick. Dr. Jauernick ist Trachtenberatung Mittelfranken, aber sie ist eigentlich noch eine Stufe höher gegangen bei ihrer Textilverpackung, gut als Trachtenberaterin auch angemessen. Die hat eben die Textilien mit Hilfe eines VW-Stiftungsprojektes, wo wir dann damals auch dabei waren, erfasst und hat das alles verpackt. Und das ist natürlich jetzt Wissenschaft, also sie konnte also Wissenschaftlerinnen, Restauratorinnen anstellen für diese Verpackungsmaßnahmen. Es ist natürlich jetzt auf höchster Qualität erfasst, ist aber eben für eine Trachtenberatungsstelle durchaus angebracht. Last not least, wir werden uns nochmal über Massing am Schluss unterhalten. Hier nur ein Beispiel davon, das war also ein Haufen von Lederriemen, also XX verschiedene, und das haben sie eben auseinandergedröselt, die Museumsmitarbeiter in Massing, und auf das Wesentliche reduziert. Dann wurde die ganze Sache begast mit Lederwachs eingelassen, also konserviert sozusagen von einem Restaurator. Es wurde diese Stellage konstruiert, zum Schluss eine Husse drüber und mit Hilfe des Hubwagens eingelagert. Aber ohne diese ganzen Bemühungen sind nichts, wenn wir uns nicht ums Klima kümmern. Und das ist eben eine vielschichtige Sache mit dem Klima. Sie sehen selber, was alles auf ein Raumklima einwirkt, also Wärmespeicherung, Wärmeleitung, Tauwasserbildung und so weiter und so fort. Also vieles beeinflusst das Klima, gerade in einem historischen Gebäude, und da wollen wir ja gerade in den historischen Gebäuden, wollen wir das ja erhalten. Und deswegen versuchen wir eben, oder haben wir versucht, also das war schon immer ein Anliegen, auch vom Meister Großeschmidt und mir, also jetzt nicht immer irgendwelche Neubauten in die Landschaft zu zimmern, sondern einfach vorhandene Gebäude zu nutzen. Und da ist eben jetzt hier, das war vorher industriell genutzt, und das Gebäude ist jetzt hier mit ganz einfachen Rohren klimastabilisiert und funktioniert. So Beispiele müssen Sie sich jetzt noch öfter anschauen. Und das, was dahinter steckt, ist eben das Großeschmidt-Verfahren, bis heute gerne angewandt. Eben innen sehen Sie diese zwei Rohre, die durch Auftrieb die Innenwand, das Innenraumklima stabilisieren. Ob das nun aufsteigende Feuchte ist oder Kondensation in den Ecken, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, wir kriegen das weg. Und heutzutage geht das nicht mehr so wie früher, dass man also bedenkenlos die Temperierung machen kann. Man muss also jetzt an irgendeiner Stelle, sei es innen, sei es außen, eine Wärmedämmung anbringen. Sowas ist jüngst auch, also das ist jetzt kein historisches Beispiel, jüngst im Torwärterhaus in Kipfenberg durchgeführt worden. Das ist da ist es eigentlich traditionell, das Museumsgebäude ist auch das Depot, so war es halt über Jahrzehnte, fast ein Jahrhundert. Es gab keine externen Räume, alles, was man hatte, hat man ins Museum gepackt, so ist es auch hier. Und der Bestand ist brillant, also das ist hier das sogenannte Fasenickel-Museum, und das ist ein toller Bestand, die pflegen auch diese Fastnachtstradition noch, und das wird also regelrecht
depotmäßig, würde ich fast sagen, da drin aufbewahrt. Die Aufstellung ist in Grundzügen noch vom Bayerischen Nationalmuseum. Und an der Stelle, wo Sie jetzt hier diese 2 Rohre sehen, stand so ein mobile Splitgerät aus den 80er Jahren, war aber kaputt. Und wir haben eben jetzt das ganze Museum mit Temperierung stabilisiert. Das widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, dass also hier gedämmt wurde. Das war nicht möglich, denn das hätte also denkmalpflegerischen Aufruhr gegeben und sonst wie. Also mit so einer Temperierung, wie Sie sie hier haben, dürfen Sie können, aber Sie dürfen nicht heizen, einfach aus energetischen Gründen. Das heißt also, Sie können nur eine Frostfreiheit gewährleisten, sei es bis zu 8 Grad, aber das hilft diesem kostbaren und interessanten Bestand gut zu überleben, erhält gleichzeitig noch das ganze Gebäude, also eigentlich eine schöne Sache. Weiters zum Thema Depot. Das ist das Rieskrater-Museum in Nördlingen, im Gegensatz zu vielen unserer Museen ein Museum, das wirklich super besucht ist. Also da treten sich die Schulklassen auf die Füße. Das ist enorm, was da drin los ist. Und die müssen jetzt raus aus ihrem haben in diesem Museum auch einen Depotbereich und das ist Sie müssen jetzt Ihren Sonderausstellungsbereich erweitern und deswegen mussten Sie Erweiterungsfläche suchen. Und da sehen Sie also sehen Sie diese Häuserzeile und die vorderste Häuserzeile ist jetzt unser neues Depot. Also die gehen sozusagen aus Ihrem Museum raus über den Platz und gehen in Ihr neues Depot. Und das sieht folgendermaßen aus. Von außen, das ist ein Gerberhaus und ist natürlich Fachwerkkonstruktion und Fachwerkkonstruktion ist also ziemlich das Windigste, was es gibt. Also das können Sie überhaupt nicht klimastabilisieren mehr, gerade wenn ein Haus derartig runtergewirtschaftet ist wie dieses. Ottmar Strauß, der Architekt der Stadt Bamberg, hat dieses Depot ausgebaut. Es ist da eben als Wärmedämmung innen eine Wand eingezogen worden, die einmal das statisch stabilisiert, aber auch energetisch das Gebäude. Dann ist eben eine Temperierschleife da drauf gekommen, wie Sie sehen, diese Röhrchen. Und vielleicht erwähnenswert auch noch die Simplizität der Dämmmaßnahme an den Fenstern. Also die alten Fenster hat man gelassen und hat einfach innen triviale, gut, man mag es nun kritisieren, Kunststofffenster, die aber super dicht sind und natürlich haben sie jetzt in diesem in diesem Raum optimale klimatische Bedingungen. Jetzt will ich Ihnen eine kleine Bildergeschichte erzählen über Baunach. Die haben ein Dienstenhofer-Gebäude, ein Dienstenhofer Rathaus, das sie schon lange als Museum nutzen und das jetzt energetisch saniert werden soll. Aber wenn man ein Gebäude sanieren will, muss man ja sozusagen mit den Beständen erstmal raus und da geht man also raus aus dem historischen Rathaus über die Straße und dann gerät man in diesen Raum, den ich Ihnen hier zeige. Das sind die ehemaligen Werkstatträume des Bauhofs von Baunach. Das ging, wie Sie sehen, 2011 los und dann hat man also das Diskutieren angefangen. Sie sehen hier den kritischen Blick der dienstältesten Gebietsreferentin der Landesstelle, Frau Reindl. Weiß nicht, hat sie vielleicht auch nicht getraut, dass das Klima da drin gelingen wird. Zumindest es sieht kritisch aus. Sie sehen dann den Herrn Götz Franz, der ist der Mann, der doziert, das ist der Museumsleiter, im Hintergrund den Ekkehard Götz, den Ekkehard Heuer, den ist schon wieder an der Zeit, oh weh, ich bin ja noch nicht einmal am Anfang, aber gut, dann brechen wir einfach, dann gibt es mir einfach ein Zeichen und dann hören wir auf, also 2 Minuten noch, naja gut. Also das ist die Bildergeschichte, kann ich Ihnen noch fertig erzählen. Das ist der Ekkehard Heuer, der Ex-Bürgermeister, der das Ganze kritisch, aber auch fördernd begleitet hat. Und Sie sehen, etliche Jahre später, immer noch gleiche Situation, aber immerhin, wir haben jetzt schon einen Architekten an Bord, der Folgendes gemacht hat. Der hat also jetzt einen ordentlichen Fußboden da reingelegt, hat die Wände ordentlich behandelt und Sie sehen da unten in der Ecke auch wieder die bekannte große Schmidtsche Heizung, die das ganze Klima stabilisieren soll. Außerdem haben wir einfachste Lagertechnik, wo jetzt die beiden
Museums, eben der Herr Frank und der Herr Sueda, sozusagen ihr Museum einräumen können. Und das ist der aktuelle Stand, so sieht es aus, 11 Jahre später. Und da möchte ich halt auch noch dazu sagen, denn das möchte ich noch loswerden, ein Museum ist weder schick noch schön noch irgendwas. Ein Museum ist ein Arbeitsbereich und die zwei Herrschaften, die kümmern sich halt jetzt gerade um den Bestand, erfassen den, reinigen den, überlegen natürlich auch, was von dem alles erhaltenswert ist, was man vielleicht nicht mehr braucht. Also das ist ein intensiver Arbeitsprozess, an dem die dran sind. Und deswegen kann es nicht schön sein, sondern das ist einfach ein langer Prozess, der dann irgendwann mal zum Ziel führt. Geht noch eins, geht noch. Dann das Foto habe ich deswegen reingenommen, um eben klarzumachen, die ganze Welt redet heute über Wärmepumpen. Die Wärmepumpe ist die Temperierung der einfachen Bauart und die Wärmepumpe, das geht nicht zusammen, weil die Temperierung, so wie Henning Großeschmidt sie eingebaut hat, hohe Vorlauftemperaturen erfordert, dass hinten noch was ankommt. Das heißt also, wenn man die aktualisieren will, die Temperierung, funktioniert die nach wie vor, aber man muss eben deutlich mehr Rohrverlauf machen, wie man es hier sieht. Das wird dann hernach verputzt. Das machen wir Bad Reichenhall noch fertig, dann ist Schluss. Das zeigt Bad Reichenhall, ein absolut übles Museum, wie wir das erste Mal betreten haben. Unglaubliche Gerüche, unglaublich Moderschimmel, also man kann es sich nicht vorstellen, wie es dazugegangen ist. Sie sehen die drei Röhrchen, die hier Abhilfe in allen Stockwerken gemacht haben. Heute ist das ein Museum, das könnte einen Designpreis gewinnen. Es ist tatsächlich, ich habe nochmal vor dem Vortrag angerufen, ist auch alles in Ordnung, ist noch alles weiß, ist alles gut. Das Museum sieht tatsächlich so aus, ist ein fantastisches Gebäude geworden mit interessantem Inhalt und die Probleme sind gelöst sozusagen. Ja, ich habe mir das vorgestellt, dass ich mehr sagen hätte dürfen, aber der Stefan schaut kritisch, dann brechen wir hier einfach mal ab und ich glaube, passt so. Ja?